zwischen 20 und 30, aber meine Kinder sind meine Kinder. Ja, die sind auch keine Kinder mehr. Er hat so einen Kalender genommen und der sagt mir, oh, ich kriege die jedes Jahr, aber normalerweise von Kindern. Und da sagt mir, ja, mein Kind, ich steuere Richtung Daniel, Gabriel ist 20 und das hat er gemacht, seitdem er stehen konnte. Und auch schon früher. Ja, wurde nur einfach in Karstadt reingeschoben, wenn es zu kalt war. Ja, so war es. Und eigentlich, es geht darüber, wir wollen anschauen Menschen und das Werk Gottes. Ja? Das Werk Gottes ist nicht abhängig von den Menschen, sondern umgedreht. Deswegen haben wir Gabriel in den Krankenhaus verlassen, das gleiche in Karstadt geschoben, um warm zu werden, nicht zu Hause. Und nicht das Werk Gottes betrieben. Und da wäre es abhängig von Menschen, wie unsere Empfindungen sind. Und da ist es nicht. Unsere Empfindungen, die können sich ändern. Und die ändern sich mächtig. Immer im Leben. Aber da ist kein Kind mehr, wo, ja, ich kann mir vorstellen, bei einem Mösch, ja, der Meister hier unten, das ist immer noch hier ein Kind. Ja, so. Ich kann mir vorstellen, weißt du, meine Mutter, ich bin ihr, mein Vater, ich bin ihr Kind. Michi war so alt, fragte meine Mutter, weil wir im Auto waren, von New York City nach New Jersey, sag mal, hey, hast du mal Kinder? Und sie fing an zu lachen, meine Mutter, und sag mal, der vorne ist, das ist mein Kind. Und sagt, oh nee, da muss ich wieder mit ihm spielen. Ja, und so, naja, manchmal, das was geschieht. Und dann so morgen 16 Uhr Gottesdienst, wir machen ein Programm. Und dann hier Mittwoch ist ein ganz normal, 18 Uhr. Und Samuel predigt den Mittwochabend, wenn wir noch hier sind. Ja, es kann sein, dass der Herr kommt. Und dann machen wir Gottesdienst dann. Ja, ich weiß wirklich nicht, ob der Herr predigt oder es gibt der Richterstuhl Christi. Ja, und da möchte man den Bußbank ganz schön näher besuchen, bevor das ist. So, Apostelgeschichte Kapitel 8, wir wollen uns erheben in Ehrfurcht und im Wort des lebendigen Gottes. Saulus aber hatte wohlgefallen an seinem Tode. Es erhob sich aber zu der Zeit eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Und sie zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus, gottesfürchtige Männer, und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, ging hin und her in die Häuser, schleppte Männer und Frauen fort und überantwortete sie ins Gefängnis. Die nun zerstreut waren, gingen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in eine Stadt in Samarien und predigte ihnen Christus. Die Volksmengen aber achteten einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus vielen Besessenen und mit großem Geschrei. Auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Und es war eine große Freude in dieser Stadt. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Sauberei trieb und das samaritische Volk in Erstaunen setzte, indem er vorgab, er wäre etwas Großes. Und sie achteten alle auf ihn, klein und groß, und sprachen, dieser ist die Kraft Gottes, die groß ist. Sie achteten aber darum auf ihn, weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in Erstaunen gesetzt hatte. Als sie aber den Predigten des Philippus glaubten von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi, wurden sie getauft, Männer und Frauen. Da wurde auch Simon gläubig und wurde getauft und hielt sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und Machttaten sah, die geschahen, verwunderte er sich sehr. Aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien
das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes, welche, als sie hinabkamen, für sie beteten, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass der Heilige Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach: Sag mir diese Macht, dass wenn ich jemand die Hände auflege, er den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dass du verdammt werdest mit deinem Gelde, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Teil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tue Buße für diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir das Trachten deines Herzens vergeben werden möchte. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verknüpft mit Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach: bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt. Sie aber, als sie das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, wandten sich wieder nach Jerusalem und predigten das Evangelium vielen samaritischen Dörfern. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Stehe auf und gehe gen Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, die öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandaze, der Königin der Äthiopier, welche über ihren ganzen Schatz gesetzt war, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und er zog wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so hat er seinen Mund nicht aufgetan, und seine Erniedrigung ist seine Gericht aufgehoben. Wer wird aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben ist von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet solches? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schriftstelle an und predigte ihm Jesus. Und als sie auf der Straße dahin zogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer sprach: Siehe, da ist Wasser. Was hindert, dass ich getauft werde? Philippus aber sprach: Glaubst du von ganzem Herzen, so darf es geschehen. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er hieß den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber heraufstiegen aus dem Wasser, rückte der Geist des Herrn den Philippus hinweg, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber wurde zuerst dort gefunden und zog umher und predigte allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Beten wir. Vater, danke für deine wunderbare Güte. Danke für dein Wort, o Herr, unser tägliches Brot. Und o Vater, es uns zeigt dein Werk, Männer, die das auch betrieben haben und was du gemacht hast, getrieben hast, durch den Heiligen Geist. Du bist so gut und herrlich. Und wir bitten dich jetzt, du wirst uns segnen, du wirst mit uns reden. O himmlischer Vater, mich entleeren von selbst. Und o Herr, dass ich Jesus predigen kann. O himmlischer Vater, voll mit dem Heiligen Geist. So überführe und hilfe uns heute, wie wir dich brauchen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm mal, ruhig sitzen. Weißt du, wir sehen das Werk Gottes in Apostelgeschichte 8. Wir sehen auch, wie er auch Menschen in seinem Werk benutzt. Weißt du, Gott könnte und redet auch durch Umstände und die Schöpfung. Die Schöpfung ist wie Niagara-Fälle.
Du gehst mal dorthin und sagst, es muss ein Gott geben, wenn man das sieht. Ja? Die Evolution hat es getan. Das einfach wirklich auf Deutsch gesagt, man plappert das nach, was das Fernsehen sagt. Wie kann die Evolution was machen? Ja? Mein Papier hat das gemacht. Das ist ein Gegenstand. Nun, die Bibel ist mit dem Geist Gottes verbunden. Das ist ein bisschen was anderes. Obwohl die Bibel das Werk nicht macht, das ist durch den Geist Gottes und das ist ein lebendiger Gegenstand. Und weißt du, Gott kann durch die Schöpfung reden, aber er hat auserwählt, dass wenn jemand wiedergeboren wird, ein neuer Kreatur in Christus, ein Christ wird, ein anderer Mensch erzählt ihm das. Ja, also John, wollte mal halbwegs so Fragen sammeln, ich werde ihm dann das völlig erklären. Jemand kam mein Haus vorbei in ein Bus und lud mich in die Gemeinde ein. Das ist, was ich gehört habe. Ich danke dem Herrn für Mr. Adams, der Bus fuhr. Mary Lou Adams, die ich kannte, die mithalf bei den Bibelschulwolken. Yvonne, der jetzt im Himmel ist, der dabei war. Und alle, die gesprochen haben. Pastor Lee, sein Sohn Tim Lee. Gott hat alle diese Leute benutzt, um mich das Evangelium zu geben. Und wir wollen das Werk Gottes und seine Werkzeuge anschauen in Apostelgeschichte 8. Und in Philipper 1,12, wir lesen das nicht vor, aber der wirklich, wenn wir das überlegen, der das hier auch der Antrieb war, aber wo er das nicht wollte, er sagte später, alles was mir geschieht, zur Förderung des Evangeliums. Paulus liegt im Knast, schreibt ein Buch der Bibel und sagt, alles, was mir geschehen ist, ist zur Förderung des Evangeliums. Und ehrlich gesagt, Leute, das ist das Wichtigste, was gibt. Das Wichtigste, was gibt. Also wie ist das? Also wir Michi, wenn man das erläutert, redet von unserem Brockhaus. Wir haben ein Brockhaus, wo Karl Marx steht drin. Und dann die Wendesachen am Ende. Das ist in die Wendezeit ausgegeben. Und das war alle 10 Jahre. Ich denke, das ist ganz und gar eingestellt jetzt. Gibt es nicht mehr. Leider diese Lexikon. Und so wir haben diese Sache, weil es dauert sehr lange, es ist nicht billig. Ja, was hilft das, dass die Kinder angeschafft haben und geholfen haben, damit es in der Schule hilft und so weiter und so fort, wenn sie dann die zerruppeln und streiten, wer kriegt was. Ich habe gelebt für sowas und dann, ja, wir haben das geschaut und jetzt wissen wir, wie das ging. Leerstehende, kaputte Häuser. Sehr viel dort bei Clearfield, Pennsylvania, wo ich auf die Welt kam. Verwüstet alles. Überwuchert. Wie ist das geschehen? Ja, wir wollen das nicht, das Elternhaus nicht. Was wollen wir damit machen? Oder die streiten und niemand kriegt und wie sieht es dann aus? Alles für das, was ich gelebt habe, ist was? Überwuchert. Wenn wir leben zu der Förderung des Evangeliums, nichts wird überwuchert. Na, nichts. Das bleibt am Ende. Das bleibt am Ende. Nun, weißt du, wenn wir schauen, was der Vorrang hat bei Gott, und wenn wir göttlich werden wollen, das ist, wie man göttlich ist. Gott, was hat den Vorrang bei dir? Was ist dir wichtig? Das ist mir wichtig. Dann werde ich
Gottselig, ich werde göttlich. Weißt du, werde ihn lieben, meine Nächste lieben. Was hat das einen Vorrang bei ihm? Das Evangelium. Und das soll bei uns auch den Vorrang haben. Nun, wir sehen Saulus zuerst und den Sendungsbefehl. Nun, weißt du, der Herr macht es, wie er will. Ich dachte an Apostelgeschichte 7, wo ich Apostelgeschichte 8 gelesen habe. Wie wäre, wenn Stephanus das in Teheran predigte? Wahrscheinlich hat er nicht das ganze Predigt vollendet. Aber er predigte das in Jerusalem. Und der Herr hat das, wo er war, die Predigt, was vollendet hat. Und was kam dort am Ende? Eine Steinigung. Der junge Mann wird gesteinigt. Er hat gesagt, hey, ihr seid wie eure Väter. Er war immer dagegen. Er hat immer gekämpft. Gleich wie die. Und Saulus, guck mal, Saulus aber hatte Wohlgefallen an seinem Tode. Kannst du dir vorstellen, wie ein Mensch gesteinigt wird? Und du sagst, das ist schön. Jeder Western, wo ich gesehen habe, die machen es als Volksfest, aber als was Schreckliches, wenn jemand gehängt wird. Ich weiß nicht, wie es war, aber ich kann mir nicht vorstellen, es ist was Schönes zu sehen. Ja? Und er hat Gefallen daran. Es gefiel ihm. Kinder, jetzt machen wir weiter. Schauen wir können das. So, was macht denn der Streit? Aber verwüstete die Gemeinde, ging hin und her in die Häuser, schleppte Männer und Frauen fort und überall wurde sie ins Gefängnis. Also, der hat die Gemeinde verwüstet. Oh, die haben irgendwo gebetet, die haben gehört, oh, da beten die in Christi Namen, da beten sie den Herrn Jesus an. Gut, da hole ich die. Da bringe ich den raus. Ja, ich habe den Vorarbeiter über sein Essen. Gut, den holen wir. Hat einen Kalender verteilt, den holen wir. Er verwüstete die Gemeinde. Aber hier ist das interessante Sache. Wir reden in Gehorsam. Heute früh. Geh in alle Welt und predige das Evangelium aller Kreaturen. Das steht bis in Markus 56 geschrieben. Wir haben Apostelgeschichte 8. Es ist bis jetzt noch nicht geschehen. Die haben das nicht getan. Wir werden mal sehen, was das Problem war. Die taten das nicht. Nun schau mal, die nun zerstreut waren, dann ist es natürlich, du wirst ins Gefängnis kommen, du wirst verwüstet, du wirst geschlagen, dann plötzlich du erinnerst die Worte Jesus, ja, wenn die mich nicht hier annehmen, dann gehe ich mal woanders. Oder nur, um mein Hintern zu retten, ich haue ab. Ein Mann sagte mir, als die Kommunisten in Äthiopien gingen, das war so hier, das muss man so anfangen, fast 7 bis 89, ja. Er sagt mir, ja, die ganzen Pastoren sind nach England gegangen. Er war in Deutschland, aus Äthiopien. Weil die kamen dort rein und verwüsteten die Gemeinde. Die sind abgehauen. So, was machen die? Die hauen ab. Die gehen weg. Die wollen nicht verfolgt. Wer will verfolgt werden? Aber was taten sie? Gingen umher und predigten das Wort. Hey, plötzlich jetzt geht hin in aller Welt und predige das Evangelium. Das wird aus Zwang gemacht. Die müssen das jetzt machen. Die hätten das besser freiwillig machen sollen. Aber wer hatte je gedacht, das war's? Wurde die Gemeinde verwüstet. Und was hat er dadurch gemacht? Verbreitet. Er hat was? Das Evangelium gefordert. Jetzt wird das Evangelium überall. Er sie verwüstete. Hey, die haben das Sendungsbefehl ausgerichtet.
Weißt du, die Christen haben das Evangelium gepredigt. Haben getan, was Gott sagte. Aber leider durch die Umstände gezwungen. Gib mir Psalm 32, 8 und 9. Hey, frage mal, wer du bist. Weißt du, frag mal, was du bist. Was bin ich? Wer bin ich? Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Das wird Gott dir tun. Ist das nicht herrlich? Was kann besseres sein? Du wirst nicht in Unwissenheit. Er möchte dich das sagen. Ja? Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die nicht verständig sind, welche man Zaum und Gebiss muss ins Maul legen, wenn sie nicht zu dir wollen. Hey, das Viehzeug muss man züchtigen. Muss ein Gebiss und dann was. Damit es links, rechts anhält oder sonst was. Ja. Ja, Moment. Na, wurde Spaß gemacht. Manche Leute sind wie Katzen und Esel. Nicht gute Sachen. Ich weiß nicht, was gut ist an Katzen. Okay? Vielleicht jemand kann mir probieren, das zu überzeugen, aber das wird schwer. Ja? Esel sind nicht dumm. Man nennt die stur. Die bleiben mal stehen, wo Gefahr ist. Deswegen gehst du mit dem Grand Canyon hinunter mit einem Esel. Es nimmt kein Risiko. Ja? Aber alle beide, egal was geschieht, die kommen nach Hause. Wenn du die nicht mehr willst. Die finden den Weg zurück. Ja, haben wir Spaß gemacht. Kein Problem, das kommt wieder. Ja? Aber hey, muss man ein Gebiss in deinen Mund machen, bevor du machst, was Gott sagst. Bist du wie ein Maultier? Ja. Ich muss mal echt sagen, alle Esel auf dieser Erde, entschuldige ich mich, dass ich mal ein Esel hier, das ist ein Maultier, das ist kein Esel. Ein Maultier ist nicht natürlich. Ein Maultier wird gezüchtet. Es ist ein Pferd und ein Esel zusammen und es kann nicht sich fortpflanzen. Das geht nicht. Ein Maultier ist was ganz anderes. Entschuldigen alle Eseln auf dieser Erde. Ja, das bleibt irgendwie Fridolin nicht sieht und boom. Ja, ich hab's gehört, was du gesagt hast. Die Esel hören das nicht. Vielleicht Gott sagt die das. Ja, wenn ich mich nicht entschuldige. Aber hey, alles Spaß beiseite. Musst du gezwungen, um richtig zu tun? Es ist auch gut, wenn du siehst das schlechte Beispiel oder auch die Ergebnisse von Dummheiten. Aber am besten ist, weißt du, warum du deine Eltern ehren sollst? Weil Gott das sagte. Weißt du, warum du nicht lügen sollst? Weil Gott das sagte. Weißt du, warum wir nicht stehlen sollen? Weil Gott das sagte. Warum sollen wir nicht erbrechen? Weil Gott das sagte. Warum sollen wir nicht gelüsten? Weil Gott das sagte. Warum sollen wir dankbar sein? Weil Gott das sagte. Warum sollen wir ihn loben und preisen? Weil er das sagte. Warum sollen wir ihn lieben? Weil er das sagte. Warum sollen wir den Tag des Herrn ehren? Weil er das sagte. Warum sollen wir seinen Namen nicht missbrauchen? Weil er das sagte. Warum sollen wir ihn anbeten? Weil er das sagte. Ja? Deshalb. Wirklich. Ja? Und wir sehen hier, ich dachte an eine Frau, sie wusste, sie soll sich taufen lassen, aber wollte das nicht. Und einer hat gesagt, du musst mit Freude deine Straße geben, wenn du dich taufen lässt. Weißt du, was geschah, nachdem ich mich taufen ließ? Die Freude kehrte ein. Und jetzt weiß ich warum, weil ich Gott einfach tat, was Gott sagte. Wer da glaubt und getauft wird, da gibt es die Anordnung. Ich war als Baby katholisch getauft.
Aber habe ich geglaubt? Und meine Patenonkel? Ich will nicht, dass er für mich geglaubt hat. Ja? Aber gehen wir hier weiter. Saulus, weißt du, Saulus war der Mensch, der Gott was benutzt hat, damit die Menschen rausgehen und das Evangelium verkündigen. Und dann später hat er das genauso gemacht, wer die Gemeinde verwüstete. Ja? Sein Eifer ist immer sozusagen nachzuahmen, nachzufolgen, egal wie du das sagen willst heute früh. In dem Sinne, er hat das Richtige. Nun, schauen wir Philippus in Samarien. Nun, Philippus schauen wir in Kapitel 6, Vers 3. Hier ist Philippus sein Wandel. Was war Philippus für ein Mensch? Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern unter euch, die ein gutes Zeugnis haben. Das war Philippus. Und voll Heiligen Geistes, Philippus, Weisheit, und welche wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Nun, weißt du, ich habe mal Wohltätigkeitssagen verteilt. Ich war auch dabei, ich habe nicht dagegen, aber die haben gesagt, ja, bei der einen Gruppe hier in Dresden haben in der Zeitung, ja, die Arbeiter, die haben immer das Beste beiseite für sich genommen. Das habe ich noch gesehen, wo ich da war. Wir haben nicht Bratwürste bekommen oder Steaks. Aber die waren da für die Bedürftigen. Ich habe die nicht verteilt, weil ich nicht bekam. Deswegen muss ein gutes Zeugnis haben, dass du nicht nimmst für dich. Ja? Weisheit vor des Heiligen Geistes. Vers Nummer 5 steht, dass er ein Diakon war. Er war einer von den 7, die was? Die Güter verteilt haben. Gehen wir in Kapitel 21 und Vers Nummer 8. Wir werden auch in dem Sinne vielleicht 3, schauen wir mal, 2 wahrhaftige, lehrhafte Sachen anschauen. Ich dachte, du wirst es gar nicht kriegen, aber ich war in 20,8 und schaut 21,8. Am nächsten Tag zogen wir aus, die wir Paulus waren, und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus. Nun, des Evangelisten. Was war Philippus? Ein Evangelist. Oh, ist das der gleiche? Der einer von den 7 war. Und blieben bei ihm. War das gleiche von Kapitel 8? Ja. Er war ein Evangelist. Nun, wenn wir wissen wollen, was macht ein Evangelist, dann schauen wir, was Philippus macht. Und wenn wir wissen, was ein Evangelist macht, laut der Bibel. Ja? Okay? Das ist Lehrsache 1. Okay? Ja. Vielleicht kommen noch 2 dazu. Und normalerweise, ich predige, hey, evangelisiere, predige Jesus, sei heilig. Alles, was du brauchst für ein tägliches Leben. Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen wirst. Ja? Hey, wenn du bist so klein und verkrüppelt und was? Kaputt. Dann lese die Bibel nicht. Nun, ich muss mal sagen, es ist besser jetzt als je. Aber einer redete mit mir an Freitagabend, ja, ich muss mal doch ein bisschen Training machen. Er ist 64. Es ist besser mit 64 als später. Aber du musst mal ein bisschen eher anfangen. Ich habe die Leute immer gesehen, die laufen so, und ich fragte den Physiotherapeut, was ist los? Die älteren Leute, egal ob die fett sind oder lustig sind, was ist los? Keine Bewegung. Und ich sage, oh, da muss ich mal mich ein bisschen bewegen. Ja. Wer rostet? Rostet. Ja. Und ist es besser, heute anzufangen als?
Ich weiß nicht, ob Paul Bragg das Recht hat oder nicht. Das ist der Apostel von Apfelessig, der sagte, ja, kannst du auch mit 74 anfangen hier mit leichten Gewichten, das wird dir helfen. Leichte Gewichte wird dich nicht schaden. Wenn du probierst mal 3 Zentner zu heben, dann vielleicht, naja, das wird ein bisschen nicht so gut. Aber, weißt du, das ist wie er war. Er evangelisierte und er ging rum, der Philippus. Man soll schauen, was er macht. Nun, schauen wir Samarien an. Weißt du, die Samarien, die waren halb Jude und halb Heide. Das war ein gemischtes Volk. Nun, schauen wir das Problem mit denen an. Johannes 4, Vers 9. Hier haben die ein ganz großes Problem. Sprach nun der samaritische Frau zu ihm, wie bittest du von mir zu trinken, dass du ein Jude bist, nicht eine Samariter? Samaritische Frau, sagt, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Juden hatten nicht mit den Samaritern was zu tun gehabt. Und umgekehrt. Wenn du wirst verachtet von jemandem, was denkst du von denen? Ja, nur in Gehirnwäsche ist das anderes. Ein anderes Wort für Gehirnwäsche heißt Fernsehen. Ja? Das ist ein anderes Wort dafür. Weil, hey, ein Mann sagte mir, ja, wenn du bist ein fundamentalistischer Christ, du gibst der andere Worte. Und wie leicht ist das? Dich zu umkleiden mit der Demut und Leute, die dich verachten und böse sind, lieber freundliche Worte zu geben. Das ist ein Christ. Und die Samariter waren nicht, keine Christen. So die verachteten einander. Vers 20. Unsere Väter in Kapitel Johannes 4 haben auf diesem Berge angebetet. Und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten solle. Wir haben eine andere Religion. Wir denken anders. Du denkst mal so, wir denken mal so. Das war ein Problem. Und so, eigentlich, warum war ein Grund, warum die Juden, wer hat den Sendungsbefehl bekommen? Juden. Und gingen die nicht zu den Samaritern. Die waren voreingenommen. Na, ich weiß, dass niemand hier voreingenommen ist. Weißt du, Polen klauen immer und Tschechen sind faul. Aber niemand ist voreingenommen. Ich muss mal sagen, hey, der Dresdner Handel soll sich freuen, dass irgendwie Tschechen klauen Geld oder ich weiß nicht, wie es, wenn die faul sind, wie die das Geld bekommen. Weil, hey, der Staat ist voll mit Tschechen. Na, hey, wie was die kaufen und dann René sagte, hey, die Russen kommen. Die sind jetzt in Prag und dann die kommen nach Dresden, sie spielen jetzt in deren Weihnachten und die kaufen wie verrückt bei ihm. Ja? Aber hey, die Klischees, die stimmen auch. Hey, weißt du, wo Voreingenommenheit das ist wie Gabriel, ja? Hey, die Flüchtlinge brauchen wir nicht. Du bist so ein Rassist und dann spielt Fußball mit den Flüchtlingen. Und die alle sagen, hä? Ja, hey, Politik und persönliche Meinung seiner individuellen Menschen ist was ganz anderes. Ja? Das ist was ganz anderes. Er hat auch gesagt, ich würde auch hierher kommen, wenn ich die wäre. Ja?
Es gibt auch etliche, die was. Man lernt die Sprache und probiert zu arbeiten. Und wer weiß alles. Ne? Und, hey, jemand, ich weiß nicht, ob ich voreingenommen bin oder nicht. Jemand, kannst du dir mal vorstellen, was für eine Herkunft er hat gesagt, er liebt Hitler. Hast du ihn gehört gestern, wo er das sagte? Er hat das gesagt. Arabische Herkunft. Warum wurde er Hitler? Weil er die Juden getötet hat. Ja? Nun, Philippus aber predigte ihnen, was sie benötigen. Und eigentlich, was jeder Mensch auf dieser Erde benötigt. Ob er in Persien ist, in Deutschland ist, USA ist, Tschechien ist, was Polen ist, Afrika ist, Australien ist, Russland ist. Was braucht er? Christus. Hey, Philippus kam hinab in eine Stadt in Samaria und predigte ihnen Christus. Und das ist, was wir predigen sollen. Christus. Schau mal, was geschah. Vers 6 besagt, die Volksmengen aber achtete einmütig auf das, was Philippus sagte. Und das ist etwas anderes, als was in Kapitel 7 geschah, oder? Als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat, denn die unreinen Geister fuhren aus vielen Besessenen mit großem Geschrei. Plötzlich hören die auf zu klauen. Plötzlich arbeiten die. Hören auf zu saufen. Ja? Zu Erbrecht. Hey, ich habe mal heute früh ein kleines von einer Zauberin gelesen. Und ich habe auch die Wolke, war auch die Schlagzeile über eine Zauberin. Ja? Ich rede nicht von, wie heißt die Frau bei Rapunzel? Sie hat auch einen Namen. Muffel oder? Da gibt es auch einen Namen da drin, müssen wir nachschauen. Ich rede nicht darüber, ich rede über Marilyn Monroe und Helene Fischer. Das sind die neuartigen Zauberinnen. Und da bricht auch der Geist des Horrei. Und das Evangelium reinigt das auch. Und das reinigen. Die zaubern auf eine andere Art und Weise. Und gehen wir weiter. Auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht, denn es war eine große Freude in dieser Stadt. Hey, das geschieht, wenn Christus kommt rein, eine große Freude. Hey, Erweckung ist ausgebrochen. Weißt du, als er kam dort in Samarien, das Werk Gottes ging, dann sehen wir die Aposteln und Samarien. Vers Nummer 1 ist ganz interessant, die sind alle vertilgt, außer den Aposteln. Die Aposteln blieben zu Hause. Weißt du, ich möchte mal nicht da reingehen, aber die sind. Und schau mal in Vers 14. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Hey, sie hörten von der Erweckung, sie schicken Petrus und Johannes dorthin. Nun schau mal, was jetzt geschieht. Welche, als sie hinabkamen, für sie beteten, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie die Hände auf sie und sie empfangen den Heiligen Geist. Sie bekamen den Heiligen Geist, wenn sie die Hände auf die legen. Nun, wie bitte? Ist das nicht, was geschieht, wenn man sich bekehrt? Bei den Samariter aber nicht. Warum bei denen nicht? Gehen wir in Epheser 2,20. Hier haben wir Lehrhaftsache Nummer 2. Er baut auf den Grund, wir reden von der Gemeinde, der Apostel und Propheten, da Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Wer ist der Eckstein? Christus. Auf was ist die Gemeinde gebaut? Apostel und Propheten. Apostel und Propheten. Das Wort Gottes. Wir haben das Wort Gottes
Was hatten die Samariter? Bis jetzt nichts. Was sagen die Samariter? Wir beten auf diesen Berg an. Was sagen die Juden in Jerusalem, was die Propheten sagen? Nein, es gibt keine jüdische Gemeinde, es gibt keine samaritische Gemeinde und es gibt keine heidnische Gemeinde, es gibt nur Gottes Gemeinde. Das ist, was es gibt. Damit die sehen, hey, wir sind unter was? Der Anordnung der Apostel. Später in Kapitel 10 bekommen die Heiden den Geist, wenn sie sich bekehren. Damit Petrus sagt, ich darf die taufen. Er wollte die gar nicht taufen, bis sie den Heiligen Geist hatten. Und in Kapitel 2 haben sie was? Der Heilige Geist, die bekehren sich, Heiligen Geist und werden getauft. Und man sagt, hey, das ist nur eine Gemeinde. Unter den Aposteln und Propheten das Wort Gottes. Und das ist die Gemeinde, die wir haben. Und weißt du, die Apostel, die kamen auch. Es gibt das Problem mit Simon. Weißt du, Simon, er möchte mal was. Wir kommen denn darauf hin. Und sie haben das Problem behandelt. Ja? Und Petrus ist nicht unser Vorbild, aber wenn du denkst, dass ein Prediger irgendwie ein bisschen zu hart ist, wie er ein Problem behandelt, denke mal darüber nach, wenn wir das noch einmal nachlesen, was Petrus Simon sagte. Ja? War Petrus vollkommen? Naja. Paulus muss ihm später sagen, hey du. So, oh ja, das war andere Zeiten. Nehmen das, was Gott sagt. Und weißt du, was interessant ist, was gut ist bei den Aposteln? Sie waren nicht zu stolz, ein gutes Beispiel zu folgen. Gingen die irgendwo hin und predigten das Evangelium? Die blieben zu Jerusalem. Und? Vers 25, sie aber, als sie das Wort des Herrn bezeugt und geredet hat, wandten sich wieder nach Jerusalem und predigte das Evangelium vielen samaritischen Dörfern. Die haben dann ein gutes Beispiel von Philippus, der eigentlich ein Diakon war, zum Evangelist geworden ist, gefolgt. Und taten, was eigentlich ihren Herr ihnen gesagt hat, was sie von Anfang an tun sollten. Aber das ist immer gut. Sei nicht so stolz, ein gutes Beispiel zu folgen. Dann haben wir Simon der Wahrsager. Und für die Zeit, Vers Nummer 9, da war ein Zauberer. Vers 10 und 11, er hat was auch. Viel Macht gehabt. Die glaubten ihm. Weißt du, der hat Hokus Pokus, Mokus Dopus und die Leute haben getan, was er sagte. Weißt du, der sagt, na, komm mal Herr Regen, vielleicht haben wir Regen. Ja? Hey, da gibt es Gene Dixon. Gene Dixon ist bekannt, Nostradamus ist vielleicht noch bekannter. Und die haben viele Sachen gesagt, was geschehen wird. Gene Dixon hat gesagt, Kennedy wird ermordet. Ja? Vielleicht hat der Mafia sie das vorausgesagt. Ich weiß es nicht. Was geschehen wird. Oder Richard Nixon. Oder Lyndon Johnson. Oder der Teufel. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Es gibt viele Theorien, was dort geschah. Aber sie ist so eine große Kraft, was sie das voraussagte. Nostradamus, alles, was er vorausgesagt hat. Und Simon war auch so einer. Und man glaubte ihm. Wie viele Leute, die lesen das Schmuck? Ja? Heute wirst du einen schrecklichen Tag haben. Geh mal wieder nach Hause, geh nicht auf Arbeit. Horoscope. Ja? Ja? Springe lieber von der Brücke heute, bringt dir mehr Glück. Ja? Das Zeug zu lesen. Ja? Und dann kommen hier die Apostel und legen die Hände auf die Leute, die bekommen den Heiligen Geist. Und das ist Macht. Das ist Macht. Und das will ich mal haben.
Ich würde es auch tun. So, guck mal, was er macht. Als aber Simon sah, Vers 18, dass der Heilige Geist gegeben wurde, wenn der Apostel die Hände aufgetan, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir diese Macht. Wenn ich jemand die Hände auflege, er den Heiligen Geist empfangen. Ja, er wurde auch die Macht haben. Schau mal, was Petrus ihm sagt. Er wurde das auch mit Geld erlangen. Petrus aber sprach zu ihm, dass du verdammt werdest mit deinen Geldern. Richte nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Menschenskinder. Muss man das Rest? Weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Wird es nie. Bis heute. Du hast weder Teil noch Anrecht an diese Sache. Wie weiß er, was er hat? Wie kann er ihn so richten? Denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Wie kann er das wissen? Er weiß es. Darum tue Buße für diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir das Trachten deines Herzens vergehen werden möchte. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verknüpft mit Ungerechtigkeit. Menschenskinder. Keine Rechtschaffenheit ist bei ihm. Da antwortet Simon sprach, bitte dir den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt. Sie aber, sie das Wort des Herrn bezeugt und geredet hat. Was geschah mit Simon? Es gibt Blöden, in dieser Dispensation verlor man sein Heil. Das ist nicht die Lehre. Hat er sein Heil verloren? Das ist nicht die Lehre. Was geschah mit ihm? Das ist nicht die Lehre. Die Lehre ist, sei rechtschaffen. Was geschieht, ob Gott dir vergibt oder nicht? Oh, ich kann Betrug machen und dann was? Gott, bitte verzeih mir und alles ist wieder gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, ich werde auch wie Herr Luther sein. Du bezahlst mir 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro. Naja, ich muss mir eigentlich sagen, wenn du nächste Woche deine Frau töten willst und du wirst schon jetzt vergeben haben dafür, das wäre mal 2000 kosten. Hey, das ist, was die gemacht haben. Im Voraus die Ablässe bekommen. Ihr kriegst mal nichts. Ja, habt recht, entsetzt zu werden. Ja? Was geschah mit ihm? Keine Rechtschaffenheit. Und was sollen wir rechtschaffen sein? Das ist die Lehre, die wir daraus ziehen müssen. Und das ist eine gute, praktische Lehre. Sehr gut. Dass wir nicht probieren, uns selbst in der Mitte zu stellen. Ich will die Macht haben. Wenn Gott mir dorthin bringt, dann ist es okay. Aber weißt du, was ich mache, wenn ich aus der Tür gehe? Ich wandle rechtschaffen und ich verkündige Christus und ihn gekreuzigt. Überall. Ob ich ein Großer bin oder ob ich eine Kleine und niemand merkt das. Ob es sieht so aus, dass mein Leben hier nichts genützt hat. Ich habe mal gar nichts, keine Gemeinde, gar nichts. Und was? Oder ob wir haben 500 Leute. Egal was ist. Ich will rechtschaffen sein. Nimm wahrscheinlich der Beste ist, und das ist ein bisschen schade, nicht so viel Zeit, der Kämmerer aus Äthiopien und Philippus. Vers 26, ehrlich gesagt, das brauchst du, das brauche ich. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, stehe auf und gehe gegen Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, die öde ist. Und er stand auf und ging hin. Also, das ist, was wir brauchen. Und Gott uns sagen, wo du hören kannst, hey, ich bin weder ein Maultier, ich bin kein Pferd. Gott sagt mal, tue mal das und ich tue das. Ja? Also da hat jemand gesagt, sein Pastor, ja, Gott hat dich nicht gesagt, dass du mich nicht mehr unterstützen sollst. Und der Pastor hat gesagt, ja, da hast du auch recht, die Gemeinde hat mir das gesagt. Na, die Gemeinde geben das Geld. Na, hey, wieso unterstützen wir ihn nicht? Wir wissen nicht, was er macht. Das ist gut. Und weißt du, da hast du es auch manchmal leicht.
Ja? Gott musste Samuel nicht sagen, dass er auf diesem Betonklotz predigen sollte. Ich habe ihm das gesagt. Ja, das war leicht. Ja, und Samuel, predige mal durch, wir haben so viele Tschechen. Weil Gott hat mich schon vorher gesagt, dass ich das machen soll. Ja? Weißt du, die Betonblöcke, kannst du draufstehen und predigen, oh herrlich. Weißt du, was die Terroristen machen für die Förderung des Evangeliums? Und die Leute, die gucken, die schmeißen Stollen auf dich. Und der Herr hat was, der Umzug dort aufgehalten, damit die alle hören können. Ja, was er macht. Ja, hast du mal damals sehen müssen, wo die Leute hier, da waren nur 20 Leute dort draußen, Samuel fing an auf Tschechisch zu reden und die zwei Tschechen. Wir sind in Dresden und jemand predigt in Tschechisch. Wie geht das? Hey, hör mal auf Gott! Er ging, Vers 26, von einer Weckung in Samarien zu einer Wüste. Und Vers 27, wo man die nicht immer so sieht, aber der war ein Bruder, hier kommt ein Beamter. Was machen Beamten in der Wüste? Gehen heim. No? Vers 28, es steht mal, dass er liest. Er liest die Bibel. Menschenskinder, der liest die Bibel. Unglaublich, aber wahr. Und der Geist Gottes sagt in Vers 29, gehe zu ihm und rede. Und er fragt ihn, ob er versteht, was er liest. Und er sagt, nee, wie kann ich mal? Und weißt du was, hier ist es, Philippus tat, was er tat am besten, Vers 35. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schriftstelle an und predigte ihm Jesus. Er nahm Jesaja 53 und sagte, das ist das Lamm Gottes, das für uns gestorben ist. Wir sind in die Irre gegangen. Aber er war der Allerverachteste. Und hier ist das heute. Das hat der Kämmerer alles gesehen, aber nicht verstanden. Er sah, wie jemand gestorben ist am Golgatha. Er war zu dem Passa in Jerusalem. Er hörte, wie er auferstanden ist. Er sah, was geschah zu Pfingsten, aber nichts geschah mit ihm. Aber Gott hatte was, sein Werkzeug, der auf ihn hört. Und er geht in die Wüste, mit ihm zu reden. Gott sprach persönlich mit ihm. Und weißt du, das ist, was so herrlich ist. Das erste Mal, wo ich in diese Baptistengemeinde gehe, sag mal, hast du Jesus Christus als deinen Persönlichkeit? Oh, ich ging in ein paar verschiedene Kirchen ab und zu, aber war nicht persönlich. Und ich sage dir heute, Jesus Christus ist persönlich. Amen. Wir haben persönlich gegen ihn gesündigt und er will uns persönlich vergeben, wenn wir ihn persönlich bitten und er will uns persönlich seine Gnade geben und errettet werden und du kannst mal persönlich eine neue Kreatur in ihm sein, wie der Kämmerer. Und so er hat ihm eine Frage gestellt, weil was hat er gesehen am Pfingsten? 2000 Leute lassen sich taufen. Wow, was ist denn das? Man. Nehmen wir an, alle 12 Aposteln haben gemacht. Waren ein paar andere, wer weiß, da waren 70, da waren 120 dort oben. Wer hat alles getan? So, was sagt er? Hey, und der Kämmerer sprach, siehe, da ist Wasser. Was hindert es, dass ich getauft werde? Ich will auch jetzt getauft werden, wie alle anderen, die ich gesehen habe. So, nun, was hindert es, dass man getauft wird? Es gibt in Philipper aber sprach, glaubst du von ganzem Herzen, so darf es geschehen. Glaubst du? Glaubst du von ganzem Herzen? Und er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Gehen wir in Römer Kapitel 10, Vers Nummer 9. Denn wenn du mit deinem Munde den Herrn Jesus bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit und mit dem Munde bekennt man zur Errettung. Hier gibt er was, eine persönliche Glaubensbekenntnis.
ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Er bekannt mit seinem Munde. Er glaubte in seinem Herzen. Und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. So, was geht jetzt? Und er hieß den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinein, Philippus in der Kamera und er taufte ihn. Jetzt ist die Kamera getauft worden. Er hat sich zu dem Herrn Jesus bekehrt. Und weißt du, was interessant ist? Als sie aber heraufstiegen aus dem Wasser, rückte der Geist des Herrn in Philippus und weg und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber wurde zuerst dort gefunden und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Philippus hat nicht wirklich auf Wiedersehen gesagt, oder? Was hat er gesagt? Tschüss. Das ist ein Unterschied, oder? Hey, Philippus ist gegangen und hat ihn nicht mehr gesehen. Natürlich, die sind alle beide im Himmel jetzt. Aber der ist froh, seine Straße, ich bin errettet, ich habe das alles gefunden, wonach ich suchte. Luther ging nach Rom und sagte, ich suchte die heilige Stadt, ich habe die höllische Stadt gefunden. Und dann ging er an seine Knie und kriegte heraus in Römer 1,17, der Gerechte wird seines Glaubens leben und hat sich bekehrt. Und diese Kamera, der hat sich bekehrt jetzt und er ging fröhlich. Und was machte Philippus? Was er machte am besten? Predigen Christus in allen Städten, bis er nach Hause ging. Und da kannst du dann in 21,8 wieder lesen, wo er wohnte. Das vergesse ich schon. Ich bin nicht sicher, wo er wohnte. Es ist eigentlich egal, wo er wohnte. Ich sage dir einen, er hat 4 reine Töchter erzogen und die haben auch andere Leute geweissagt. Ja, they prophesy, they didn't testify. Da steht Weissagen, es steht Prophesy. Ja, und die haben anderen auch das gegeben. So, hey, ich sage mal, es ist wichtig zu wissen, wo er wohnte. Ich sage, wo wohnst denn du? Der Röhrsdorf, Dittersbach. Wo? Ja, also es ist nicht wichtig, wo ich wohne. Aber was ich mal mache. Weißt du, unglaublich aber war, der die Gemeinde verwüstete, war auch der das Evangelium in die Welt brachte. Unglaublich aber war, das Evangelium hat den Vorrang bei ihm. Welche Stelle steht es bei dir? Hast du das Evangelium geglaubt? Es heißt auch, das Evangelium gehorchen. Bist du das Evangelium gehorsam? Du tust Buße, glaube das Evangelium. Buße zu Gott, ich habe gegen ihn gesündigt. Der Glaube an Jesus Christus, es heilt meine Sünde. Vergib mir. Ja, das ist das Evangelium Glauben. Muss Gott eine Stimme benutzen oder kannst du einfach auf ihn hören? Wir sollen auf ihn hören und schauen, was Gott vollbringt. Er tut alles, um das Evangelium zu fördern. Was tun wir? Was tust du? Hey, er möchte dich benutzen. Aber er ist Herr. Er stellt dich, wo er hin will. Und so lass ihn dich einfach benutzen. Ihn einfach benutzen in dem Werk Gottes. Wie die Leute in Apostelgeschichte Kapitel 8. Weil das Evangelium hat den Vorrang. 452 und singt dem Herrn. Lied 452 müssen wir singen.